Hallo allerseits, ich bin hier auf der Munich Time Fachmesse für Uhren, Armbanduhren, Tischuhren, Standuhren. Faszinierend, was man hier sieht in München im Bayerischen Hof. Und ich bin hier bei Ralf Stieber am Stand und er zeigt mir eine der ganz neuen Uhren von Ulysse Nardin, die gerade erst seit einer Woche, glaube ich, auf dem Markt oder lieferbar ist. Eine faszinierende Armbanduhr. Eine in der Tat faszinierende Armbanduhr. Eine Armbanduhr mit einem Tourbillon-Mechanismus und einem Räderwerk, das in der Anmutung auf dem Zifferblatt frei schwebt. Eine Uhr, eine Uhr, die wir 2018 auf der Messe in Genf, auf dem Salon International de la Haute Horlogerie vorgestellt haben, mit einem aus einem Stück gefertigten Saphirglas, das den Blick auf das Uhrwerk nicht nur von oben, sondern auch von der Seite freigibt, um so die einzigartige Konstruktion in voller Schönheit bewundern zu können. Die Uhr verfügt über ein Tourbillon mit 170 Stunden Gangreserve versehen. Eine Variante, die wir jetzt hier zeigen, in Weißgold. Eine zweite Version in Roségold mit einem Schieferzifferblatt. Seit wann ist die jetzt lieferbar? Seit ein paar Wochen? Die Uhr ist jetzt tatsächlich seit 2 Wochen circa lieferbar. Und ich habe hier das allererste Stück für den deutschen Markt auf der Munich Time gerade vor 1,5 Wochen aus der Schweiz bekommen. Und wie heißt die Uhr genau offiziell vom Namen her? Die Uhr heißt Executive Tourbillon Freewheel. Der Name ist Programm Tourbillon mit dem Tourbillon und Freewheel für das Räderwerk, das tatsächlich frei schwebend auf dem Zifferblatt angeordnet ist. Was muss der Liebhaber für so ein tolles Stück ausgeben? Diese Uhr kostet 99.000 Euro in der Weißgold-Variante, wie wir sie jetzt hier zeigen. Gut. Jetzt sehen wir uns noch eine zweite Uhr an von Ulysse Nardin, die auch faszinierend ist, mich fast noch mehr fasziniert hat, vorher beim Vorab-Anschauen. Und die hat eine Besonderheit, da dreht sich das komplette Werk. Da dreht sich das komplette Werk. Da können wir ja sicher auch näher hinfahren. Kann man die Scheibe mal hoffentlich auf die Seite fahren? Die Scheibe nach vorne ziehen. Es dreht sich das komplette Uhrwerk in 60 Minuten einmal um sich selbst und zeigt damit die Minute. Sie sehen hier ausgestellt 3 unterschiedliche Modelle. Ein Modell in Platin, ganz oben links, mit einer weiteren Besonderheit, das ist das allererste Freak-Modell mit Automatikwerk. Freak ist der Name dieser Uhr. Freak ist der Name und Freak ist Programm. Das Konzept 2001 zum ersten Mal lanciert war so revolutionär, dass der einzig richtige Name für die Uhr nur Freak sein konnte. Rechts daneben eine Variante mit dem Namen Freak Cruiser in Weißgold und ganz unten eine Neuheit, ebenso wie der erste Automatik-Freak mit dem Namen Freak Vision. Hier ein Modell in Titan mit dem Namen Freak Out. Der erste Freak, der in Titan-Gehäuse lanciert wird. Ich sehe jetzt an der Uhr gar keine Krone. Wie zieht man die Uhr denn auf? Die Uhr hat in der Tat keine Krone. Sie hat darüber hinaus eben auch kein Zifferblatt und auch keine Zeiger. Die Funktion der Zeiger wird durch das Uhrwerk übernommen. Der Aufzug erfolgt über die Lünette auf der Vorderseite. Ich nehme die Uhr mal aus dem Ständer.
Sie haben hier vorne einen kleinen Hebel, den ich nach oben lege, und dann kann ich sowohl im Uhrzeigersinn als auch gegen den Uhrzeigersinn über die Lünette die Uhrzeit entsprechend verstellen. Wenn ich die Uhrzeit richtig eingestellt habe, lege ich den Hebel nach unten und arretiere damit die Lünette. Und das Uhrwerk aufziehen auch über die gleiche Methode? Das Uhrwerk wird über die gleiche Methode, allerdings nicht auf der Vorderseitenlünette, sondern über die Lünette auf der Rückseite aufgezogen. Sie sehen hier auch den Blick auf die Aufzugsfeder, die die Uhr mit 7 Tagen Gangreserve versorgt. Und ich ziehe auf, indem ich die Lünette gegen den Uhrzeigersinn drehe und damit die Feder spanne. Voll aufgezogen, 7 Tage Gangreserve. Und bei der Automatik brauche ich das ja zum Glück nicht so oft machen, wenn ich die Uhr auch regelmäßig trage. Wenn ich sie seltener trage, muss ich es dann auf der gleichen Art und Weise vornehmen. Und wie lange hält da das Uhrwerk? Die Automatikversion hat eine Gangreserve von 50 Stunden. Ich kann die Uhr aber natürlich auch mit der gleichen Methode auf der Rückseite über die Lünette aufziehen. Gut, dann bedanke ich mich für den Einblick in diese tollen Uhren. Und jetzt schauen wir uns noch ein absolutes Highlight am Schluss an. Eine Besonderheit, die auch in einer sehr kleinen Auflage sehr selten gebaut wird, weil die sogar einen eingebauten Stundenschlag hat. Und die schauen wir uns jetzt dann auch gleich nochmal ganz genauer an. Jetzt sehen wir von Ulysse Nardin noch eine ganz besondere Uhr, die in einer sehr kleinen Auflage gefertigt wurde. 18 Stück, weltweit limitiert. Eine der wenigen, die es noch gibt. Die schlägt jede Stunde, jetzt sieht man es. Und man hört es leider hier nicht, weil es viel zu laut ist. Man hört hier dann normalerweise auch einen kleinen Glockenschlag. Und die Uhr heißt Hour Striker Oil Pump und ist eine wirklich schöne Uhr, die ich gerne hätte, aber die jenseits meiner Reichweite ist. Das war's vom Stand von Ulysse Nardin. Hat Spaß gemacht.